mir reicht das so. Das reicht so? Okay. Ja, also viel besser, viel mehr geht nicht. Stay fit. Trainiere mit den besten Fitnesscoaches und den Profis des BVB. Pamela Reif, Alisa Schmidt, Mareike Spalek und Fernanda Brandao. Deutschlands erfolgreichste Fitnesscoaches machen dich fit. Hallo an alle, hier ist Pamela Reif. Ich bin wieder zu Gast beim BVB und habe heute Nico Schulz bei mir. Und wir werden zusammen eine 10 Minuten Stretching-Routine machen. Bist du bereit für dieses unfassbar anstrengende Workout? Ich bin bereit. Sehr gut. Nico, als kleines Willkommensgeschenk darf ich dir eine Smartwatch übergeben. Die darfst du auch anziehen, dann können wir ein bisschen deine Vitalwerte checken. Auf los geht's los. Los geht's los. Wir fangen als erstes ganz langsam an mit einem Side-to-Side-Stretch. Also wir dehnen uns zur einen Seite, die Körperseite zieht sich lang und dann zur anderen Seite. Das dehnt die seitliche Bauchmuskulatur und die Arme, die Schultern, praktisch alles im Oberkörper. Und Nico, mir wurde gesagt, dass du mit einer der fittesten Spieler im Kader bist. Wer hat das gesagt? Das erzähle ich dir nach dem Dreh. Du kannst da eine Kontaktanzeige hinschreiben. Nee, wurde mir tatsächlich gesagt, dass du fitnesstechnisch ganz oben dabei bist. Wie trainierst du denn normalerweise? Machst du noch was außerhalb vom Training? Ein wenig, nicht zu viel, weil ich relativ gute Gene habe, wurde mir immer gesagt. Das heißt, ich brauche gar nicht zu viel machen. Das ist halt praktisch. Deswegen geht es dann auch eher Richtung Stretching, weil ich da dann doch Defizite habe. Und was magst du beim Training so am liebsten? Also welche Einheiten? Als nächstes machen wir einen Shoulder Stretch. Das heißt, wir holen den einen Arm so hoch und kommen mit dem anderen drunter und ziehen es dann zur Seite, die Schulter runterdrücken. Und je mehr du auf die Seite ziehst, desto mehr dehnt es die Schulter. Genau. Was magst du am liebsten beim Training? Welche Einheiten? Fußballeinheiten natürlich für mich. Aber im Kraftraum alles Mögliche. Mal ist auch gut, wenn man sich ein bisschen aufpumpt oder ein bisschen an Geräten was macht. Aber eigentlich, gerade wenn es Richtung Kraft geht, schon alles ohne Gewichte. Das ist eher so mein Ding auf jeden Fall. Und trainierst du lieber Oberkörper oder Unterkörper? 50-50 würde ich sagen. Ja? Ja, doch. Und wie oft macht ihr überhaupt Krafteinheiten im Trainingsraum? Also mit, ich sage jetzt mal, Gewichten und Maschinen? Das ist viel eher individuell. Also nicht, dass wir einmal, zweimal die Woche alle zusammen was machen, sondern das ist eher dann individuell ausgelegt. Und die andere Seite? Und je nach Woche, wie wir spielen, wann ist Spiel, wann ist kein Spiel. Ja. Und wie alt bist du? Ich habe es vergessen. Ich bin 27. 27. Wann wusstest du, dass du Profifußballer werden möchtest? Also ich würde beantworten die Frage mit, seit ich denken kann, wollte ich Profi werden, ja. Oh, wow. Also. Und ab wann war es dann aber auch so klar, dass du wirklich dachtest, du musst dich nicht nach einer Alternative umgucken? 15, 16 war für mich klar, vielleicht nicht nach außen, aber so für mich in meinem Kopf war klar mit 15, 16, okay, ich pack das. Und ab wann war es für deine Eltern klar? Haben die das immer unterstützt oder war das ein bisschen schwierig? Nee, für meine Eltern war das, also unterstützt natürlich. So mein Vater ist Italiener und der war halt so, der wollte das glaube ich auch immer. So, ja. Sehr stolzer Mann. Als nächstes, ich mache kurz den Übergang, gehen wir in einen Hip Flexor Stretch, das heißt wir dehnen unsere Hüfte. Du kannst dafür entweder mit dem Knie auf dem Boden sein oder es in der Luft haben. Wichtig ist, dass deine Hüfte Richtung Boden geht und du praktisch diese Schenkelseite dehnst. So? Ja, aber wenn du möchtest, kannst du das Knie auch auf dem Boden lassen und dann aber trotzdem die Hüfte Richtung Boden drücken. Bisschen unbekannt, die Übung? Nee, schon bekannt. Ja, sehr gut. Und dann eben die Hüfte nach unten sinken lassen und je weiter sie nach unten sinkt, desto besser spürst du dann die Dehnung in der Hüfte und im Oberschenkel. Also jetzt erzähl weiter von deinen Eltern, das fand ich sehr interessant. Nee, das also unterstützt ja immer. Ich meine, irgendwer musste mich ja damit zum Training fahren. Ja. Und ja,
so richtig für die war es klar. Ganz ehrlich, weiß ich gar nicht. Ich glaube dann erst, als es soweit war, Jetzt war das dann für meine Eltern den auch klar. Fuß hinten heben und mit dem entgegengesetzten Arm zum Fuß. Mit dem? Also mit dem Arm zu dem Fuß. Wo ist er? Da. Genau, und jetzt dehnen wir praktisch den Oberschenkel da. Kannst du spüren? Ja. Gut. Hast du Geschwister? Einen kleinen Bruder. Und ist der auch an Fußball interessiert? Ja, der ist sogar jetzt in die 3. Liga gewechselt, nach Rostock. Und ja, ich bin mal gespannt. Ist noch jung, jung, 21. Ja, mal gucken, wie es bei dem weitergeht. Mein Bruder hat auch seine Schule zu Ende gemacht und so. Der hat da auch noch andere Optionen, falls das nichts wird. Ja, das fragt man sich ja immer. Also die Karriere ist sehr toll, aber endlich. Hast du auch eine Ahnung, was du mal danach machen möchtest? Ich ganz ehrlich bin noch nicht. Es gibt sehr viele Dinge, die mich so interessieren. Gewicht nach hinten verlagern, vorderes Bein ausstrecken und jetzt ein Hamstring Stretch, also hier. Ja, wo das geht gar nicht. Geht gar nicht? Ja, ich glaub, Das geht. war's. Sehr gut. Aber jeder auf seinem Level. Der ist schwieriger, dieser Stretch. Aber ich sehe schon, in der Oberschenkelmuskulatur ist schon sehr gut ausgeprägt. Ja, doch. Und wie sieht das so mit deiner Ernährung aus? Ich bin schon so lange dabei, also ich weiß schon, was ist gute Ernährung, was ist nicht gute Ernährung. So, das wird so oft, so lange gepredigt, dass man das... Habt ihr das also in den Fußballvereinen beigebracht bekommen? Ja, das ging schon damals, als ich 15, 16 war, los, dass sie halt so gesagt haben, was ist gut, was ist schlecht. Und ich habe auch, glaube ich, alles schon mal probiert, von mal versucht vegan, mal versucht vegetarisch zu essen. Und Jetzt das andere Bein nach vorne. Wir machen die ganze Prozedur nochmal auf der anderen Seite. Und jetzt ernährst du dich nicht mehr vegan, nicht mehr vegetarisch? nee, wie gesagt, ich habe es nur so kurz probiert. Ich habe das nie lange durchgehalten. Ich auch nicht, tatsächlich. Ja, ich weiß, glaube ich, schon, was gut, was schlecht ist. Jetzt nicht zu viel, nicht zu viel Zucker, nicht zu viel so Kohlenhydrate, wenn dann gute Kohlenhydrate und so ist halt so. Ich würde sagen, ich ernähre mich ausgeglichen, ausgewogen, das mal so, mal so. Und ist es aber so, dass du manche Sachen wirklich vermisst? Also keine Ahnung, Schokolade, Pizza, Eis? Oder? Also wenn ich es richtig vermisse, esse ich es. Also es ist nicht so, dass ich es nie esse, fast nicht. Aber nicht zu oft. Und kannst du kochen oder werdet ihr immer bekocht oder bestellst du lieber? Also wir werden viel bekocht, also auch, dass wir, wenn wir beim Training sind, dann Essen mitnehmen, ob Mittagessen oder Abendessen. Jetzt Aber wieder ich würde auch der sagen, Arm zu dem Fuß. dass ich kochen kann, aber für einen alleine ist halt auch immer ein bisschen aufwendig. Deswegen, ich koche nicht zu viel. Ich gehe gern essen, was in letzter Zeit sehr schwierig Sehr ist. schwierig. Ja. Was hat denn Corona sonst so für Einschränkungen für euch? Also ist das arg anders plötzlich alles? Also dadurch, dass wir das Privileg haben, dass wir weiterspielen und weiter trainieren dürfen, ist es jetzt gar nicht so ein großer Einschnitt in unser Leben, würde ich sagen. Außer, wie gesagt, dass wir, oder wie man dann auch immer sieht, ohne Zuschauer. Und ja, eigentlich eher das private Leben ist halt eingeschränkt, aber das gilt ja eigentlich für alle. Und wie ist Dortmund so als Stadt? Ist angenehm zum Leben. Ist jetzt vielleicht keine Metropole wie Ach, Berlin, du kommst aus wo Berlin, ich herkomme, ne? genau. Ja, stimmt. Das ist ja Das ist schon jetzt eine nicht, andere Hausnummer. ja. Aber man kann sich vielleicht besser auf den Fußball konzentrieren. Genau. Ich glaube, für junge Spieler ist das ganz gut, dass sie halt Ja. den Verein haben und sonst. Wann bist du aus Berlin weggezogen? Wie alt warst du da? Lass mich überlegen. Ich glaube, ich war 21. Ja, Und davor bist du aber 21 Jahre lang in Berlin gewesen? genau. Ah, okay. Geboren, Wie ist aufgewachsen. das so, in Berlin aufzuwachsen? Weil ich kenne eigentlich gar niemanden, der dort geboren ist. Die meisten ziehen da nur hin irgendwann. Das stimmt. Bis ich so, sagen wir, 15, 16 war ich so in meinem Bezirk, wo ich aufgewachsen bin, Reinickendorf. Und halt Schule, Fußball und viel mehr. Ich war vielleicht 3, 4 Mal irgendwo in der Innenstadt. Ah, okay. So, also es war jetzt nicht so, dass ich genau wusste, was so in Berlin abgeht eigentlich oder wie groß Berlin eigentlich ist. Es war damals so gar nicht so mitbekommen.
Das kommt dann jetzt später, was man eigentlich, wenn man dann merkt, was hat man für Möglichkeiten in so einer Stadt. Ja, das stimmt. Und jetzt gehen wir als allerletzte Übung noch in den Butterfly Sit. Das heißt, ich ziehe da eigentlich immer, ich muss jetzt meine Schuhe ausziehen. Ich mag das lieber ohne Schuhe. Du setzt dich so hin und dann versuchst du die Knie bis auf den Boden zu kriegen. Das mag vielleicht nicht möglich sein, aber wenn du dieses Video ganz oft wiederholen wirst in deinem Leben, dann wird das irgendwann möglich sein. Du könntest dich auch nach vorne lehnen und dann dehnt das noch mehr die Innenschenkel. Bei mir reicht das so. Das reicht so? Okay. Ja, also viel weiter, viel mehr geht nicht. Noch nicht. Und jetzt die klassische Berliner Frage, die wollte ich dir nur fragen. Warst du schon mal im Berghain? Ja, Ja? Und wie war es? sehr interessant. Ja? Und wie lang warst du drin? Wenn ich das so genau wüsste, ich würde sagen, verliert man dann tatsächlich? Nein, das nicht, aber 3 Tage, genau. Freitag bis Montagnachmittag, nein, 3-4 Stunden. Jetzt nicht, Und eher so zum Glotzen oder zum Mitmachen? zum Glotzen, weil mitmachen, das bedeutet im Berghain ja auch, dass du irgendwelche Drogen nimmst, was ich nicht gemacht habe oder ich nie gemacht habe. Deswegen war er zum Glotzen und ja, haben wir halt zu erleben, wie das ist, weil das ist ja so ein Mythos. So. Ich habe auch das Gefühl, man muss vielleicht ja einmal drin gewesen sein zum Gucken. Wir sind eigentlich schon fertig, seit ungefähr 30 Sekunden. Aber ich fand es schön. Ich hoffe, du hast es gemocht. Es ist eine schöne Routine, die man immer nach dem Training machen kann. Ein bisschen zum Runterkommen, sehr entspannt, die Muskeln zu dehnen, wenn sie ein bisschen versteift sind. Check einmal nochmal den Puls. Ja, das ist halt ein Stretching. Ne? 117. Echt? Ich habe 82. Echt? Ja. Die letzte Übung, die war anscheinend. Das war anstrengend, ich habe es versucht, mich zu zeigen. Stay Fit. Deutschlands erfolgreichste Fitnesscoaches machen dich fit.